So, ich habe jetzt gute 3333 Kilometer gleich und ich will mal ein kleines Fazit als absoluter Fahranfänger für die ZX4R abgeben. Nutzen wir einen langsamen Part hier, schauen wir auf die Ärsche. Ja, was soll ich sagen? ZX4R, mein erstes Motorrad. Ich habe direkt einen offenen Führerschein gemacht, habe mich für die entschieden. Warum? Ja, ich weiß nicht, das war Liebe. Das war einfach nur Liebe. Ursprünglich wollte ich mir irgendwie erstmal eine gebrauchte Ninja 400 oder nachher die 500er holen oder auch die 650er. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag den Sound von reinen Vierzylinder und deswegen war dann die CBR 650R vielleicht noch eine Option für mich. Dann kam aber die ZX4R raus und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Das ist Wahnsinn. Ist sie perfekt? Ich habe halt keinen Vergleich. Ich weiß es einfach nicht. So fair muss ich sein. Sie sind ein bisschen teuer, ja, aber sie hat ein super Gesamtpaket, finde ich. Gerade für mich als Fahranfänger, muss mir keine Sorgen machen um irgendwelche Reparaturen, Rumgeschraube, Ventile einstellen. Ich kann erstmal einfach nur fahren. Tja. Die Maschine macht einfach Spaß. Ich muss zugeben, sie könnte 20 PS oder ein bisschen Drehmoment mehr gebrauchen. Aber ich denke, ich werde die noch einige Jahre fahren. Ja, und gerade aus der Sicht eines Fahranfängers, ich muss sagen, die verzeiht sehr viele Fehler. Ich bin nun mal auch, ich sag mal, der sportliche Typ. Ich komme ja selber aus dem Motorsport, aus dem Kartsport vor allem. Auch 100 Kubik, die haben auch bis 18.000 gedreht, die Motoren. Und der Motor hier, der erinnert mich einfach extrem stark daran. Es macht Spaß. Ich kann mich nicht beschweren. Also ich weiß nicht, gerade mit dem Quickshifter, es macht einfach Spaß. Das Hoch- und Runterschalten, das einfach mal Gas geben. Es hat genug Power zum Überholen. Also man muss sich echt anstrengen, damit irgendwie sich mal hinzulegen, selbst verschuldet. Keine Probleme bisher, das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Bin ich taub, wenn ich nach Hause komme? Ja, sie schreit wirklich extrem. Wie gesagt, gerade als Fahranfänger, sie verzeiht extrem. Aufpassen muss man, ich finde, das erste Mal, wenn man die 10.000 Umdrehungen knackt. Das sollte man vielleicht nicht gerade in der Kurve machen. Ja, da kommt nochmal so ein Schub. Der kann einen doch ein bisschen überraschen. Ist natürlich kein Schub über eine Tausender. Na, wie gesagt, mir fehlt der Vergleich. Wäre eine CBR 650 eher besser gewesen? Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich mag halt die Farbe grün, ich mag Kawasaki. Ja, deswegen, die Entscheidung war für mich echt leicht gefallen. Hinzu kommt noch, dass sie nur 43 Kilometer drauf hatte und ich die dadurch 1.000 Euro billiger bekommen habe. Da musste ich einfach zuschlagen, da bin ich ehrlich.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Motorrad jemals abgeben werde oder eintauschen gegen eine größere Maschine oder ob ich mir einfach eine zweite dazu hole. Weil es macht jedes Mal Spaß, damit zu fahren. Ich hoffe, es wird auch so bleiben. Man sitzt halt bequem drauf, so wie jetzt. Cruist so ein bisschen vor sich hin. Man liegt nicht so extrem wie auf anderen Supersportlern. Kann sich aber auch klein machen. Ja, und gerade für die Eifel ist die Maschine super geil. Seht ihr, das meine ich. Die hat einfach genug Power, um einfach nur mal schnell zu überholen. Würde ich wieder vorne einen Sozius mitnehmen? Nein, ich glaube nicht. Es gibt, ich weiß nicht, es gibt ein lustiges Video von Zweiradecke, wo er mit seinen über 1,90 ebenfalls einen riesen Kollegen mitnimmt hinten drauf. Das ist auf jeden Fall sehr amüsant anzusehen. Ich empfehle euch das mal. Dafür ist er dann noch ein bisschen zu schwach und ich vermute auch mal sehr unbequem für den Sozius. Aber solche Fahrer, ne? Hier merke ich, wie die Maschine ein bisschen schwimmt. Gefällt mir gar nicht. Ein Insekt genau mittig aufs Visier. Ich sehe nichts. Unglaublich. Fiese Map. So wie gerade die Kurvenausfahrt. Ich kann nicht so viel Gas geben, dass ich mich wegdrehe. Und da muss ich ehrlich sagen, das Ding ist super gut für Anfänger geeignet. Ich weiß nicht, was andere sagen. Ich weiß, da ist ja hart diskutiert, ob das ist keine Anfängermaschine, es ist eine Anfängermaschine, aber ich sag mal aus der Sicht eines Anfängers, für mich ist es eine. Für mich ist sie perfekt. Um auf Supersport anzufangen. Ist das eine Maschine für lange Touren? Oh nee. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ab 300 Kilometer kriege ich Hummeln im Arsch. Da muss ich auf jeden Fall die Beine vertreten. Auch
die Handgelenke, Rücken. Ich meine, gut, ich bin auch nicht mehr im besten Alter. Dieses Jahr gehe ich auch auf die 40 zu. Bin zwar nicht der unfitteste, nur ein bisschen Kampfsport, ein bisschen Paintball nebenbei. Aber ja. Ja, und wer sagt, mit dem Ding ist man nicht so schnell im illegalen Bereich, der hat gelogen. Es passiert hiermit auf jeden Fall auch immer. Man muss sich ein bisschen bremsen, ja. Aber ich muss auch sagen, es macht einfach nur Spaß. Sehen, wo das Navi mich jetzt wieder hinschickt. Hier war ich auch noch nie. Glaube ich. Wäre eine coole Strecke, wenn es eine Einbahnstraße wäre. Die klatschen auch nur so die Insekten auf sie gerade. Das ist unglaublich. Auf jeden Fall. Ich finde, für Anfänger ist diese Maschine wirklich gut geeignet. Muss ich noch viel lernen, auf jeden Fall.